Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Creative Mom. Heute zeige ich dir, wie du ein T-Shirt und eine Leggings für deine Pedusa nähen kannst. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, würde ich mich riesig über ein Abo von dir freuen. Für das T-Shirt habe ich einen Jersey-Stoff genommen. Damit das T-Shirt nicht so langweilig aussieht, habe ich mit meinem Plotter einen Mickey-Maus-Kopf ausgeplottert und drauf gebügelt. Wenn du alle Teile zugeschnitten hast, solltest du 2 Rückenteile, 2 Ärmel und natürlich einmal das Vorderteil haben. Lege die Rückenteile mit der rechten Seite auf das Vorderteil, stecke die Schultern mit ein paar Nadeln fest und nähe sie anschließend zusammen. Schneide nun die Nahtzugabe an den Schultern etwas zurück. Stecke nun beide Ärmel mit der rechten Seite an die Armlöcher fest. Beide Ärmel nähe ich mit einem geraden Stich an. Die Nahtzugabe beträgt hier 0,5 cm. Lass dir hier Zeit beim Nähen, um die Kurven ordentlich hinzubekommen. Bei solchen kleinen Kleidungsstücken passiert es mir ganz oft, dass ich bei den Ärmeln eine Falte mit einnähe. Bevor du weiternähst, kontrolliere bei dir, ob beide Ärmel sauber angenäht wurden. Schneide anschließend die Nahtzugabe etwas zurück. Klappe am Ärmel 0,5 cm um und fixiere es dir mit ein paar Nadeln. Zum Säumen der Ärmel habe ich eine Zwillingsnaht genommen. Alternativ kannst du auch einen Zickzackstich verwenden. Jetzt werden die Seiten geschlossen. Lege dafür das Rücken- und Oberteil aufeinander und stecke sie fest. Die Seiten habe ich festgenäht und gleichzeitig auch die Nahtzugabe zurückgeschnitten. Als nächstes müssen einmal die Stellen, die ich zeige, versäubert werden. Und so sollte es bei dir aussehen. Klappe beim Ausschnitt 0,5 cm um und stecke es mit Nadeln fest. Oder nähe es mit der Hand zusammen. Anschließend kannst du es mit der Maschine festnähen. Für das Zusammennähen des Ausschnittes habe ich einen dekorativen Zickzackstich genommen. Jetzt wird es etwas schwierig. Wenn du Anfänger bist, würde ich dir einen Verschluss mit Klettband empfehlen. Dafür klappst du an einer Seite des Rückenteils die versäuberte Kante nach innen und platzierst dort einen Teil des Klettbands. Und auf die andere Seite des Rückenteils wird der andere Teil des Klettbands festgesteckt, aber ohne dass hier am Rückenteil die versäuberte Kante umgeschlagen wird. Somit kannst du das T-Shirt bequem an- und ausziehen. Ich mache es mir etwas schwieriger und nähe das Rückenteil bis zur Hälfte fest. Wende einmal das T-Shirt auf die rechte Seite. Schlage am Saum 0,7 cm um und stecke es mit Nadeln fest. Zum Säumen habe ich wieder eine Zwillingsnaht verwendet. Du kannst auch einen Zickzackstich oder jeden beliebigen elastischen Stich nehmen. Klappe am Rückenteil an der Öffnung die Nahtzugabe 0,5 cm um und fixiere es dir mit ein paar Nadeln. Besser und einfacher ist es, wenn du es mit der Hand vernähst. Die Öffnung vernähe ich mit einem geraden Stich. Lass dir die Fäden etwas länger, um am Anfang beim Nähen etwas mitzuziehen, da sich hier sehr viele Stofflagen befinden und die Maschine nicht gut vorwärts kommt.
Zum Verschließen des T-Shirts am Rücken werde ich einen kleinen Knopf annähen und eine Knopfschlaufe machen. Wie man eine Knopfschlaufe mit der Hand annäht, kannst du in dem Video in der Infobox nachschauen. Bei den Leggings handelt es sich um das kostenlose Schnittmuster von Lola. Wenn du eine 3/4 Leggings haben möchtest, messe dir von unten 5 cm ab und schneide es weg. Lege die Hosenteile mit der rechten Seite aufeinander und stecke die Schrittkante am Vorderteil zusammen. Klappe an den Hosenbeinen den Saum 0,7 cm um und stecke ihn fest. Nähe anschließend den Schritt und die Hosensäume fest. Beim Schritt ist die Nahtzugabe 0,7 cm. Für den Saum verwendest du am besten einen elastischen Stich, damit dir die Nähte beim Anziehen nicht platzen. So wie gewohnt schneide ich die Nahtzugabe am Schritt etwas zurück. Klappe oben am Bund einen Zentimeter um und stecke ihn fest. Nähe ihn anschließend mit einem elastischen Stich fest. Ich werde einen Zickzackstich verwenden. Jetzt kann die hintere Schrittnaht geschlossen werden. Klappe die Hosenteile mit der rechten Seite aufeinander und stecke die Schrittkante mit ein paar Nadeln fest. Die Schrittnaht habe ich festgenäht und gleichzeitig auch die Nahtzugabe oben nach links und rechts dran genäht. Zu guter Letzt wird noch die Beininnennaht geschlossen. Klappe die Hosenbeine aufeinander und stecke zuerst die Mittelnähte zusammen. Achte darauf, dass diese genau aufeinander treffen. Danach werden die Hosenbeine zusammengesteckt und festgenäht. Die Leggings ist jetzt auch fertig und kann der Puppe angezogen werden. Wenn ich die Leggings das nächste Mal nähe, werde ich noch die Hosenbeine etwas kürzen. Die sind mir ein bisschen zu lang, aber ansonsten sitzt sie richtig gut. Ihr Lieben, wieder ist ein Video zu Ende und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachnähen. Ich würde mich freuen, eure Werke auf Instagram betrachten zu können. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, eure Kathi.